So, und jetzt stellen wir Ihnen Stefan Huth aus Aldekerk vor. Der spielt nicht nur ein Instrument, sondern er hat es auch selbst entworfen. Der 34-Jährige ist nämlich Hobbydesigner und er baut Saiteninstrumente. Dieses Instrument, das kennt man so allerdings kaum. Das ist eine Gitarre, die geschlagen wird. Also nicht gezupft, sondern geschlagen. Eine sogenannte Touch-Gitarre. Stefan Huth spielt auch in einer Rockband. Und so hat er diesem Instrument, das es schon seit den 70er Jahren gibt, im Grunde, ja, wenn man so will, richtig neues Leben eingehaucht. Die Gitarre hängt fast senkrecht an Stefan Huth. Seine Finger fliegen über die Saiten. Er benutzt beide Hände, aber nur oben am Hals. Und schlägt kurz auf die 8 Saiten. Tappen heißt die Technik. Typisch Touch-Gitarre. Ich kann Akkorde spielen, ich kann Bass drunter legen, ich kann Bass alleine spielen. Ich kann den Bass so spielen, dass ich ihn zupfe, kann spielen wie eine normale Gitarre. Oder ich kann beides gleichzeitig machen. Stefan Huth spielt das Instrument aber nicht nur, er entwickelt es auch. Seit 2008 hat die Touch-Gitarre ihn so berührt, dass der IT-Fachmann sich den Gitarrenbau komplett selbst beigebracht hat. Ich war immer, so neudeutsch gesagt, sozusagen der Gear-Nerd. Also ich habe mich immer für Equipment, für Instrumente interessiert. Habe ursprünglich angefangen, Klavier zu spielen und habe auch Klavier gelernt. Und bin dann auf Gitarre und Bass rüber und habe dann irgendwann die Tapping-Instrumente für mich entdeckt. Ich mache das schon seit einigen Jahren, habe so ziemlich alle, die irgendwie auf dem Markt sind, mal besessen oder mal gespielt. Also weiß im Prinzip, worum es da genau geht. Und das alles kommt jetzt zusammen in der Touch-Gitarre. Am Anfang hat er seine Gitarre noch selbst gebaut. Jetzt lässt er sie in Innsbruck und in Finnland von Handwerkmeistern anfertigen. 15 pro Jahr, Stückpreis ab 5.000 € aufwärts. Schöne Hölzer sind immer klasse. Also vor allem, wenn man jetzt sich auch die lokalen Hölzer anguckt, die momentan wirklich relativ selten verbaut werden, wie Apfel, Birne, Pflaume, verbauen wir sehr viel. Ist halt immer schön, ein fertiges Instrument zu sehen. Aber wenn wir ein Instrument designen, ist eigentlich der wichtigste Fokus, den wir haben, immer die Ergonomie. Also das aktuelle Modell hat einen komplett gewölbten Korpus, das fügt sich richtig schön an den Bauch und ans Bein an. Das ist einfach immer schön, wenn man dann wirklich so ein designtes Modell in der Hand hat und es funktioniert einfach. Von der Idee bis zur fertigen Gitarre dauert es rund 9 Monate. 4 neue sind gerade angekommen. Stefan Huth macht die Endkontrolle immer selbst. Die Saitenlage ist noch relativ hoch. Das sehe ich auch schon direkt, wenn ich mir das hier angucke. Der Hals ist super. Normalerweise stelle ich den Hals noch nach, das mache ich als erstes. Hinten die Brücke, die Reiterchen, die werde ich jetzt etwas runterstellen. Werde schauen, wie dann die Seitenlage ist und gegebenenfalls nochmal am Sattel ein bisschen nachschleifen. Damit es auch wirklich so ist, wie man es gewohnt ist von einer Touch-Gitarre. Wieso können Sie das alles? Ja, alles selbst beigebracht im Endeffekt. Also ich habe relativ lange bei einem befreundeten Gitarrenbauer hier aus der Gegend immer wieder Zeit verbracht, mir das angeguckt. Viele Sachen wirklich selbst beigebracht, online. Und halt, ich spiele seit 99, 98 spiele ich Tapping-Instrumente. Und irgendwann weiß man, wie die einzustellen sind und wie es wirklich funktioniert. Also hier merke ich jetzt an der Saitenspannung und auch am Tappen, das ist wirklich ganz einfach. Der Ton kommt sofort, sobald ich die Saite berühre. Das heißt, wir sind soweit eigentlich mit dem Instrument durch. Die Gitarren sind eher noch Leidenschaft, aber in der Musikszene hat es sich rumgesprochen, dass da einer in Aldekerk sitzt und die Touch neu belebt. Bei einem Streit